In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 5.2 des CAD-Workshops. In dieser Aufgabe geht es darum, technische Zeichnungen zu erstellen. Und dafür haben wir insgesamt 3 Teilaufgaben. Und die erste Teilaufgabe ist, eine technische Zeichnung für dieses Gaspedal hier zu erstellen. Und damit fangen wir auch direkt an. Machen das hier oben über die Schaltfläche, Zeichnung aus dem Teil oder der Baugruppe erstellen. Dann werden wir nach dem Blattformat und der Blattgröße gefragt. Wir werden hier so ein Standard-DIN-Format einfach verwenden. Und die Größe hier, ich werde hier mal A3 benutzen. Dann haben wir nämlich genug Platz, um dieses Gaspedal auch in 1:1 Größe darzustellen und können dann gut alle Details bemaßen. So, wir bekommen ja auch direkt schon am Anfang dieser Ansichtspalette ein paar Vorschläge. Das ist im Grunde das gleiche, wie wenn ich hier oben die Funktion Modellansicht benutzen würde. Nur hier kann ich sie direkt schon aus dieser Palette in meine Zeichnung ziehen. Und ich werde hier einmal diese Ansicht von der Vorderseite benutzen. So. Und wenn ich eine Modellansicht erstellt habe, wie jetzt gerade, zeigt mir SolidWorks auch direkt immer die Option an, weitere projizierte Ansichten von dieser Modellansicht zu erstellen. Also ich habe jetzt einmal geklickt und jetzt kann ich direkt weitere Ansichten erstellen. Hier von hinten, hier von vorne, hier wenn ich nach unten die Maus bewege, von unten oder oben. Für uns jetzt sinnvoll wäre hier noch so eine Ansicht von vorne. Dann kann man nämlich gleich auch schön die beiden Bohrungen hier oben bemaßen. So, mehr projizierte Ansichten brauche ich erstmal nicht. Die sind jetzt alle erstmal mit dem Blattmaßstab erstellt und der Blattmaßstab liegt bei 1:2 im Moment. Ich werde ihn einmal auf 1:1 umstellen und dann sind die Ansichten auch schön groß. Und bevor ich jetzt anfange zu bemaßen, werde ich noch 2 weitere Ansichten erstellen. Einmal eine Schnittansicht. Aus dem Grund, weil ich darstellen möchte, wie tief diese Bohrungen hier gehen. Die sind ja nicht durch das ganze Bremspedal, sondern gehen nur bis in diesen Innenraum hier. Dazu habe ich hier gerade das Schnittansichtswerkzeug gewählt und kann jetzt hier auswählen, in welche Richtung dieser Schnitt gehen soll. Und ein vertikaler Schnitt ist schon hier richtig. Dann wähle ich an dieser Ansicht hier die Schnittebene aus. Je nachdem, in welche Richtung ich danach die Maus bewege, in diese Richtung schaut dann diese Schnittansicht praktisch in dem geschnittenen Teil. Also ich habe jetzt mal nach links bewegt und klicke jetzt auf OK. Und jetzt schauen wir nach links in das Teil rein. Unsere Ansicht werde ich dann direkt nochmal daneben legen. Und man kann jetzt schon hier oben schön diese beiden Bohrungen sehen, wie weit die in das Bauteil hineingehen. Bevor ich jetzt loslege mit Bemaßungen, möchte ich noch eine weitere Ansicht erstellen. Und zwar, wir haben jetzt ziemlich viele Verrundungen an diesem Bauteil und auch an dieser Kante hier oben. Wenn ich ganz nah ranzoome, sieht man das. Die sind auch rund, diese Seiten hier. Und das sieht man normalerweise nicht, wenn man einfach so auf dieses Bauteil schaut, in dieser Ansicht. Deswegen werde ich hier eine Detailansicht verwenden. Das mache ich hier über diese Schaltfläche. Das funktioniert immer so, dass man einen Kreis zeichnet, um das Teil, was man gerade detailliert darstellen möchte, den Bereich. Und ich mache das mal hier so. Und ungefähr in dieser Größe. Kriegt auch immer direkt einen Buchstaben. Ansicht A ist hier ist unsere Schnittansicht, Ansicht B ist die Detailansicht. Das ist noch ein bisschen klein. Ich kann hier in den Einstellungen den Maßstab verändern. Und ich möchte mal 5:1. Ach, wir haben auch genug Platz, um hier eine 10:1 Vergrößerung zu benutzen. So, da können wir gleich schön noch dort die Verrundung bemaßen. Jetzt ist nur gerade die Beschriftung ein bisschen nach unten gerutscht. Die gehört direkt darunter. Jetzt haben wir alle Ansichten erstellt. Noch eben hier alles so bewegen, dass es auch wirklich auf dem Blatt liegt. Okay. Jetzt als nächstes wähle ich hier oben im Reiter Beschriftung das Werkzeug Intelligente Bemaßung
Das kennen wir schon von der Bauteilmodellierung. In diesem Fall hier müssen wir allerdings nicht die Maße selbst eingeben, denn die haben wir ja schon im Voraus festgelegt, beziehungsweise sind hier durch dieses Bauteil festgelegt. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel die Höhe bemaßen. Übrigens, ich habe jetzt hier die beiden Kanten angewählt, die ich bemaßen möchte. Und dann bekomme ich direkt diese Funktion hier, mit der ich das Maß an einer passenden Position platzieren kann. Das macht das Ganze noch ein bisschen schneller. Was mal auf dieser Seite hier. Und wie ihr seht, wir haben hier direkt schon 235 mm vorgegeben, weil das einfach die Höhe des Bauteils ist. Und mit dieser Ansicht können wir auch direkt weitermachen. Setzen wir hier unten ein Maß für die Breite. Und dann bemaßen wir eben diese beiden Bohrungen hier oben. Mal den Abstand zur oberen Kante. Und für die zweite Bohrung auch. Und dann noch den Durchmesser. Machen wir mal nur auf der einen Seite hier. Für die zweite Bohrung ergibt sich das dann implizit. So, als nächstes mache ich weiter mit dieser Ansicht hier ganz links. Dann können wir mal unten anfangen und diese Radien hier bemaßen. Und diese Bohrung. Und den Abstand hier zur ersten Aussparung. So, jetzt haben wir hier bei diesen Freiräumen das Problem, wir können hier nicht genau die Abstände bemaßen, weil wir hier diese Rundungen haben. Schauen wir uns doch mal einmal kurz das Bauteil an, wie das genau konstruiert wurde und welche Maße wir hier sinnvollerweise setzen sollten. Wechseln mal kurz zum Gaspedal hier zurück. Und diese Schnitte wurden hier mit dieser Skizze erstellt. Und wie wir sehen, das ist alles gemacht worden, bevor die Verrundungen hinzugefügt worden sind. Das heißt, wir haben hier schön gerade Maße, die aber alle sich auf Geometrien beziehen, die wir nachher im Bauteil nicht mehr sehen. Wenn wir jetzt hier irgendwie an der Kante der Verrundung oder so bemaßen würden, würden wir wahrscheinlich sehr ungerade Werte dabei herauskommen. Um damit umzugehen, werden wir in unserer technischen Zeichnung ein paar Hilfsgeometrien einfügen. Und das sind ganz einfach Skizzenelemente, so wie wir schon aus den Konstruktionsskizzen kennen. Wir haben ja auch hier oben die entsprechenden Werkzeuge. Und ich werde einfach Linien zeichnen, die wir dann nachher bemaßen können, um darzustellen, wie genau dieses Teil dimensioniert ist. Und ich fange dazu hier unten einmal an. Mal gucken, dass wir das Ganze dann auch entsprechend mit Beziehungen versehen. Hier zum Beispiel eine Kollinearbeziehung, damit dann nachher auch wirklich eindeutig darüber festgelegt ist, wo diese Linie verläuft. So. Machen wir weiter hier oben.
So, ich habe jetzt viele dieser Stege hier innen mit entsprechenden Linien versehen, die wir gleich für die Bemaßung benutzen können. Zuletzt füge ich noch eben hier oben ein paar Linien hinzu, weil wir auch diese Kanten hier, die hier später verrundet werden, für die Bemaßung brauchen. Okay, dann fangen wir mal an, hier oben zu bemaßen. Diese Kante braucht auf jeden Fall ein Maß. Dann haben wir hier die Höhe bis zu dieser gerade von uns konstruierten Linie, bzw. Ecke. In dem Fall fragt uns SolidWorks jetzt, ob wir das zu einer gesteuerten Bemaßung machen wollen. Weil wir ja zuvor jetzt hier selbst was praktisch reingemalt und reingezeichnet haben in diese technische Zeichnung. Das können wir aber immer bestätigen, denn diese Skizze, die wir hier erstellt haben, ist ja schon durch die Beziehung, die wir gerade eben festgelegt haben, an sich vollständig bemaßt. Machen wir hier oben weiter kurz mit der Wandstärke. Und dann geht es hier weiter mit diesem Hohlraum. Dafür brauchen wir diese Ecke. Diese Ecke. Und das darf natürlich auch gesteuert sein, denn wir hatten das schon vorher festgelegt. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Hohlraum dieser Gerüstkonstruktion hier. Ja, ich lasse das ab jetzt nicht mehr einblenden, dann stört uns diese Meldung nicht mehr. Haben wir hier noch ein Maß für die Wandstärke an dieser Stelle dran. Okay. Die restlichen Abstände ergeben sich ja durch den Abstand zur oberen Kante. Machen wir noch ein Maß für den Abstand dieser Bohrung zur oberen Kante. Und da können wir hier die Breite dieses Stücks bemaßen. Und dann fangen wir mit dem unteren Gerüstteil an. Uns der Abstand hier zu den Seitenkanten ergibt sich implizit zu jeweils 5 mm, weil wir hier implizit angeben, dass diese Bohrung genau in der Mitte liegt. Und damit können wir jeweils 5 mm Abstand von der Mitte der Bohrung zu den beiden anderen Kanten haben. Okay, damit haben wir hier schon fast alle Maße, die wir brauchen. Ich bemaße noch einmal kurz unsere kleine Detailansicht. So, jetzt wird euch wahrscheinlich auffallen, einige Maße fehlen noch, vor allem in dieser Ansicht hier. Das ist die Dicke dieser ganzen Streben. Und was auch fehlt, sind auch Maße für die ganzen Verrundungen. Und wir haben ja auch einige Verrundungen in dieser Ansicht. Ich könnte jetzt hergehen und noch einige Maße hier hinzufügen, aber dann würde diese Ansicht am Ende ganz schön überladen sein. Ich könnte es eventuell zwar hier in eine neue Ansicht hineinpacken, aber ein bisschen eleganter ist es, wenn ich das Ganze einfach durch einen entsprechenden Hinweis bemaße. Dann setze ich mal vielleicht hier oben an diese Stelle. Dafür benutze ich den Bezugshinweis, also einfach einen Textkommentar, den ich hier jetzt auf die Zeichnung setze. Mal hier und den nennen wir Verrundungen ohne Bemaßung. Das sind R3. Und die Dicke der Streben beträgt 2 mm natürlich. Dass es Millimeter sind, steht hier in der Blattformatbeschriftung. Jetzt sehe ich gerade hier noch die Beschriftung. Muss auch noch ein bisschen nach oben. So.
Jetzt als letztes, was ich gerne auf meinen technischen Zeichnungen noch immer mache, ist auch einmal eine Übersichtsansicht hinzuzufügen. Machen wir nochmal eine Modellansicht. Und da können wir hier so eine isometrische Ansicht einfach wählen. Auch gerne im Blattmaßstab. Dann gibt es hier keine Verwirrung über Größen. Und dafür wähle ich mal eine etwas andere Anzeigeart. Wie ihr seht hier, wir haben verschiedene Möglichkeiten, unser Bauteil anzuzeigen. Jetzt gerade im Moment haben wir hier die Option verdeckte Kanten ausgewählt. So die ganz Basisoption ist die einfache Drahtdarstellung. Dann seht ihr, dann ist das Teil transparent und alle Kanten werden dargestellt. Man kann die verborgenen Kanten gestrichelt darstellen. So, diese Drahtdarstellung ist somit die üblichste. Aber wir können das Ganze auch noch mit einer Textur oder einer Schattierung füllen. Dann sieht es so aus. Und wir können auch die Kanten ganz weglassen. Dann sieht es so am realitätsnächsten noch aus. Für eine Übersicht hier bei diesem Bauteil können wir das ganz gut machen. Das hat ja einige Kontraste, dass man auch hier die Details gut erkennen kann. Jetzt noch ein paar Details zur Genauigkeit. Wie ihr seht, haben alle Bemaßungen hier 2 Nachkommastellen. Aber an vielen Stellen brauchen wir das gar nicht. Da stehen immer nur Nullen, bis vielleicht auf diese hier. Dieses Maß ist das einzige, was einen Wert nach der Kommastelle hat, der für uns interessant ist. Wobei es auch nur die erste Stelle ist, die zweite auch schon nicht mehr so. Und um die Zeichnung noch ein bisschen anschaulicher zu machen, werde ich hier ein bisschen an dieser Stelle die Genauigkeit von der dokumentgesteuerten Genauigkeit mal auf eine einstellige Genauigkeit setzen. So. Und dann für den Rest des Dokumentes die Genauigkeit auf 0 Nachkommastellen setzen. Und das kann ich hier in den Einstellungen machen. In Dokumenteigenschaften, bei den Bemaßungen. Und hier ist die primäre Genauigkeit festgelegt. Und im Moment sind das hier diese 2 Nachkommastellen. Wenn ich hier keine wähle, wird global für alle Bemaßungen jetzt auf 0 Nachkommastellen umgestellt. Wir verlieren hier aber keine Informationen, weil wir da dort keine für uns wichtigen Werte stehen haben. Wir können hier noch ein bisschen aufräumen, das Ganze ein bisschen anschaulicher darstellen. Platz ein bisschen besser ausnutzen. Und dann ist diese technische Zeichnung auch schon fast fertig. Schauen wir uns noch mal einmal diesen Bereich hier unten an. Hier sind ja noch ein paar freie leere Felder, wo man jetzt sowas eintragen könnte wie Oberflächengüte, Fertigungstoleranzen. Das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht für dieses Teil. Natürlich, wenn es nachher an einen Fertiger gehen sollte, solltet ihr diese Felder auch entsprechend ausfüllen. Was wir uns aber einmal anschauen können und was auch schon für uns jetzt hier interessant ist, sind einmal noch die Felder Werkstoff und Gewicht. Und Zeichnungsnummer und Benennung könnten wir eigentlich auch noch etwas vertauschen. Wir könnten hier eine Nummer geben und die Benennung würde eigentlich hier oben in dieses Feld gehören. Bei Zeichnungsnummer steht standardmäßig eben immer der Dateiname. Um diese ganzen Felder hier zu bearbeiten, das ist allgemein das Blattformat, also um das Blattformat zu bearbeiten, mache ich hier einen Rechtsklick auf das Blattformat und wähle dann Blattformat bearbeiten. Und dann könnte ich jetzt theoretisch in diese ganzen Felder hier auch schon Daten eintragen. Wir machen das mal hier, einmal Doppelklick drauf und dann könnte ich das hier 5.2.1 nennen. Die anderen Felder hier, möchte ich aber automatisch jetzt mal ausfüllen lassen. Und wie ihr seht, wenn ich da mit der Maus drüber fahre, erscheint so ein Tooltip, der darauf hinweist, dass hier auch so eine Art Automatisierungsmöglichkeit besteht. Wir haben einmal den Wert Description, der hier rein gehört. PRP Sheet Description. Hier unten haben wir den Wert PRP Sheet Material. Und wenn ich hier drüber fahre, steht da PRP Sheet Weight. Das bezieht sich tatsächlich alles auf Werte aus unserem Bauteil.
Werte, die wir aber im Moment noch nicht festgelegt haben. Sind standardmäßig meistens nicht festgelegt. Wir wechseln einmal rüber ins Gaspedal. Und wenn wir diese Werte ändern oder überhaupt erstmal angeben wollen, müssen wir hier oben auf Datei gehen und dann auf Eigenschaften. Und dann seht ihr, gibt es hier verschiedene Reiter und im Reiter Benutzer definiert sind einige Variablen festgelegt. Wir haben hier schon einen Wert für Description, der ist aber noch leer. Ich schreibe hier mal einfach Gaspedal rein. Wir haben aber noch keine Werte für Material und Weight. Und die werde ich hier einmal neu anlegen. Also einmal eine neue Eigenschaft. Material. Und als Wert. Da könnte ich jetzt natürlich irgendwas manuell eintragen. Das ist aber natürlich auch immer anfällig für Fehler. Ich kann aber auch direkt den oder den Materialwert aus dem Teil übernehmen. Also hier den Materialwert. So, und dann sehen wir auch direkt, was dabei rauskommt. 7075 T6. Das ist ja das Material dieses Bauteils. Und ähnlich mache ich das jetzt auch nochmal für das Gewicht. Den Massewert 75,18. Standardmäßig ist da keine Angabe zur Einheit mit dabei. Deswegen schreibe ich die noch mit dazu. Dann ist das Ganze eindeutig. 75,18 Gramm. Der Wert wird dann hier entsprechend ausgewertet. Okay, das kann ich so bestätigen. Sprechen wir das vielleicht einmal zur Sicherheit ab. Und wechseln rüber in das Gaspedal, die Zeichnung. Und wie ihr seht, haben sich diese Werte jetzt hier aktualisiert. Wir haben hier unten den Werkstoff, das genaue Gewicht dieses Bauteils. Die Zeichnungsnummer hatten wir eben manuell gesetzt, aber wir haben jetzt als Benennung hier auch Gaspedal stehen. Damit ist diese technische Zeichnung hier soweit fertig. Vielleicht noch hier ein kleines bisschen Hausordnung. So. Hier können wir jetzt kontrollieren, dass wir wirklich alle Maße angegeben haben. Bei SolidWorks gibt hier unten auch immer so einen Tipp an, ob alles voll definiert ist. Ich würde mich aber nicht immer zu 100% darauf verlassen. Naja, zu 100% sicher seid ihr, ja, wenn ihr das Bauteil wirklich ohne irgendwelche anderen Hilfen komplett aus dieser Angabe hier rekonstruieren könnt. Also tatsächlich der genaueste Schritt wäre jetzt einmal das Teil nachzuzeichnen. Okay, wir machen weiter mit Aufgabe 5.2.2. Da sollen wir eine technische Zeichnung für diese Laufschiene hier erstellen. Und wir gehen ähnlich wie eben vor, erstellen eine neue technische Zeichnung. Dieses Bauteil ist ein bisschen kleiner, das passt auch auf ein A4-Blatt. Und wir können wieder Zeichnungsansichten erstellen. Ich werde hier mit der Vorderseite beginnen und die mal hier so reinziehen. Erstmal noch keine projizierte Ansicht. Denn ich werde hier direkt einmal schon am Anfang eine Schnittansicht erstellen. Wir haben ja wirklich hier definitiv einige Details, die man nicht so einfach von außen sehen kann, weil wir diese Geometrie in der Mitte noch haben. Also erstelle ich hier eine Schnittansicht. Dann können wir gleich hier in der Mitte schön alles bemaßen. Dann erstelle ich noch eine weitere Modellansicht. Und zwar genau von dieser Seite hier. Dann können wir nämlich gleich diese Bohrung hier, diese Stirnsenkung bemaßen. Und diese Modellansicht kann ich auch direkt für eine weitere Schnittansicht benutzen. Da wir viele Bohrungen in diesem Bauteil haben, möchte ich auch nochmal eine Schnittansicht aus dieser Perspektive hier benutzen, um zu zeigen, wie tief die Bohrungen sein sollen. So, und dann können wir genauso wie eben hergehen
und mit dem Bemaßen anfangen. Für dieses Langloch werde ich einmal den Abstand der Mittelpunkte bemaßen und den Radius. Weil hier wichtig ist, dass sich das auf den äußeren Radius bezieht, deswegen bewege ich das ein bisschen nach unten. Für diese Stirnsenkung haben wir 2 Durchmesser, die wir bemaßen müssen. Und es macht auf jeden Fall auch für diese Bohrungen sind dann anzugeben, wie weit die vom unteren Ende des Bauteils entfernt ist. Was brauchen wir noch? Die Radien auf der Außenseite, die Tiefe der Stirnsenkung, den Radius des Langlochs hier auf der Innenseite, die Tiefe der Bohrungen hier, jetzt müssen wir auch diese Bohrungen hier entsprechend beschriften, denn das sind Gewindebohrungen. Man kann es jetzt in der Darstellung nicht sehen, deswegen müssen wir das entsprechend durch einen Kommentar sichtbar machen. Aber wir haben hier, das würden wir auch sehen, wenn wir zurück ins Bauteil wechseln, wir haben hier oben eine Gewindebohrung M4, beziehungsweise 2, wenn man so will. Die geht ja einmal durchs ganze Bauteil durch. Und diese Gewindebohrung hier unten mit M5. Das werde ich durch einen Bezugshinweis hier beschriften. So. Man kann jetzt den Marker auswählen, der da am Ende angezeigt werden soll. Ich hätte hier lieber einen Pfeil. So. Und da wir hier dasselbe auf der anderen Seite haben, werde ich einfach diesen Bezugshinweis auf den anderen Bezugshinweis hinbewegen. Einfach nur ein Leerzeichen machen und das dann entsprechend ausrichten. Dann können wir diese Beschriftung zweimal benutzen. So, hier die Beschriftung ein bisschen nach unten bewegen, damit wir Platz haben. So, damit haben wir die beiden Bohrungen beschriftet. Die Zeichnung ist damit auch schon soweit vollständig. Ich erstelle noch einmal eine Ansicht, mit der wir einfach das ganze Modell sehen können zur Übersicht. Isometrische Ansicht. Vielleicht mit Schattierung, so. Und wir können hier auch an vielen Stellen noch ein bisschen die Genauigkeit verringern in der Darstellung. In dem Fall hier nicht. Da werden wir es dann entsprechend beibehalten. Hier auch nicht. Okay. Jetzt können wir einmal für das ganze Dokument noch, für alle, die wir jetzt gerade nicht auf etwas anderes gesetzt haben, die Genauigkeit verringern. Allgemein dieses Verringern der dargestellten Genauigkeit
Dann müsst ihr natürlich immer überprüfen, ob das in eurem jeweiligen Anwendungsfall auch sinnvoll ist. Wenn ihr jetzt wirklich eine 100% normgerechte Zeichnung erstellt, dann lasst es vielleicht überall global auf 2 Nachkommastellen stehen. Aber ich finde mal, so ist es ein bisschen übersichtlicher. So, wir wollen auch auf dieser Zeichnung hier die Blattformatangaben noch ein bisschen anpassen. Und die anderen 3 Felder füllen wir wieder über die entsprechenden Variablen aus. Oh, das sollte natürlich das Material sein. Und die Masse mit Einheit. Okay. Und wir fügen auch noch eine Beschriftung hinzu. Okay. Und wir haben hier wieder die Werte entsprechend dann eingetragen. Diese Ansicht hier oben müssen wir einmal kurz aktualisieren. Dann wird auch das wieder richtig angezeigt. Okay, damit ist auch diese technische Zeichnung fertig. Machen wir weiter mit dem dritten Aufgabenteil. Hier geht es diesmal um diese Baugruppe. Die kennt ihr ja schon, das ist die aus Aufgabe 4.1. Wir sollen hier am Anfang, bevor wir dort eine Baugruppenzeichnung für erstellen, alle Teile, die zum Bremspedal gehören, unterdrücken oder entfernen. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe alle Teile, die zum Gaspedal gehören, hier in diesen Ordner gepackt und alle zum Bremspedal, die sind in diesem Ordner hier. So. Und ich kann jetzt auch einfach direkt den ganzen Ordner unterdrücken. Dann sind alle Teile vom Bremspedal nicht mehr in dieser Baugruppe enthalten. Die werden übrigens dann auch aus dem Bill of Material entfernt. Also ihr erinnert euch noch, wir hatten beim letzten Mal hier diesen Bill of Material erstellt. Der enthält jetzt nicht mehr die Teile des Bremspedals. Bevor ich jetzt hier für diese Baugruppe eine Zeichnung erstelle, möchte ich gerne eine neue Ansicht erstellen, auf der man genau erkennen kann, wie dieser Teil hier zusammengebaut ist. Und das geht sehr gut mit einer Explosionsansicht. Die haben wir in der Vorlesung jetzt noch nicht kennengelernt, sie ist auch nicht zwingend notwendig, aber jetzt hier für diese Baugruppe ist es doch sehr praktisch. Und die erstellen wir hier oben über diese Schaltfläche. Und das funktioniert jetzt so, dass ich die Teile, die ich explodiert auseinanderschieben möchte, markiere, verschiebe und das für jede Gruppe von Teilen mache, die ich um einen bestimmten Betrag verschieben möchte. Also ich würde jetzt hier anfangen mit dieser Mutter, das ist das letzte Stück. Wenn ich da draufklicke, bekomme ich dieses Triaden-Werkzeug hier, mit dem ich das Ganze in eine Richtung verschieben kann. Oder auch drehen, geht auch. Man kann übrigens auch mehrere Bauteile gleichzeitig verschieben. Aber ich brauche jetzt hier erstmal nur die Mutter. Dann klicke ich hier links auf Fertig und kann dann das nächste Teil auswählen. Haben wir als nächstes hier diese Scheibe. Dann die Druckstange.
Hülse hier. Noch ein Gleitlager. Noch eine Druckstange. Und dann zuletzt noch eine Scheibe. So, die Stange lasse ich jetzt erstmal einfach stecken für die Ansicht. So, wir haben hier unten auch noch ein paar Teile, die dort in dieser Laufschiene drin platziert sind. Und um die besser sehen zu können, macht es auch Sinn, das Ganze nochmal ein bisschen herauszuziehen. Den Sicherungsring. Und dann kommen jetzt noch diese ganzen Hülsen und Lager. Und schieben wir als letztes noch diese Achse. So ein bisschen in diese Richtung. So. Okay. Damit haben wir alle Stufen für diese Explosionsansicht fertig. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr Teile auswählen, aber das reicht schon ganz gut, um hier den Aufbau zu erkennen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich jetzt dauerhaft diese Baugruppe verändert habe hier, das ist nicht der Fall. Das ist nur eine neue Ansicht. Die kann man sehen, wenn man hier in den Konfigurationsmanager wechselt. Das ist hier unsere Baugruppe, die hat nur diese eine Standardkonfiguration. Wenn ich die aufklappe, sehe ich hier die explodierte Ansicht. Die ist im Moment aktiviert. Ich kann dann Rechtsklick drauf machen und die Explosionsansicht auch wieder aufheben. Dann sieht wieder alles so aus wie vorher. Es ist übrigens auch egal, in welcher Konfiguration ich die jetzt gerade hier habe, die Baugruppe. Das kann ich später dann in der Zeichnung auswählen, in welcher Ansicht ich das Ganze gerade sehen möchte. Also dann erstellen wir eine neue Zeichnung. Und ich werde hier wieder A3 nehmen, brauche ein bisschen Platz. Und wir starten in dem Fall vielleicht am besten mit einer isometrischen Ansicht. So, und ich werde erstmal den Blattmaßstab ein bisschen vergrößern. Zu 2, da kann man schon mehr sehen. Und ich werde auch nochmal diese Ansicht ein bisschen bearbeiten hier. Die kann ich einfach anklicken, dann erscheint das hier links. Und ich möchte eine schattierte Drahtdarstellung oder Kantendarstellung haben. Ich werde auf dieser Ansicht jetzt noch nicht alle Bauteile beschriften können, ganz einfach, weil man bestimmte Sachen nicht sieht. Zum Beispiel die Schrauben, mit denen hier diese Konsole befestigt ist. Deswegen erstelle ich eine Ansicht, mit der man unter die Baugruppe schauen kann. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da eine geeignete Ansicht für finden. Man kann natürlich sowas hier machen, aber ich hätte es gerne ein bisschen gekippt. Wenn ich hier keine Ansicht finde in den Optionen, die mir so richtig gefällt, kann ich auch Folgendes machen. Ich wechsle zurück in die Baugruppe und richte mir hier die Kamera genau so aus, wie ich es gerne haben möchte.
So. Und jetzt wechsle ich zurück in die technische Zeichnung. Und erstelle hier wieder eine neue Ansicht. Und ich nehme diesmal hier, das ist ein bisschen klein da unten, hier die aktuelle Modellansicht. Und dann bekomme ich genau die Ansicht, in die ich die Kamera gerade eben ausgerichtet habe. So, mit dem Blattmaßstab, genau. Und dann kann ich hier auf jeden Fall schon mal mehr Sachen sehen. So, das Ganze werden wir hier erstmal beschriften. Aber wir werden auch gleich noch unsere Explosionsansicht benutzen. Das dann auf einer weiteren Seite der technischen Zeichnung. Okay, was haben wir hier erstmal? So die großen Teile beschriften. Hier haben wir auch ein paar Nieten, die können wir auch in dieser Ansicht gut beschriften, weil das hier in der nicht schattierten Ansicht besser zu erkennen ist als hier. Wir können auch dieselbe Beschriftung auf zwei Sachen zeigen lassen, indem wir einfach nochmal eine Beschriftung erstellen und die an dieselbe Stelle wie die alte bewegen. So. Wir haben hier auch noch was man auch bisher nur in dieser Ansicht sehen kann. Hier in diesen beiden Spalten zwischen Pedal und Konsole sind noch zwei Bronzebuchsen eingebaut. Und das werde ich dementsprechend einmal mit einem kleinen Kommentar versehen, damit das eindeutig ist. Dann haben wir hier diese M8x16 Schraube und hier unten zwei M5x16. Okay, das ist schon soweit ganz gut. Jetzt müssen wir natürlich noch einiges hier oben beschriften. Und dazu werde ich erstmal eine neue Seite anlegen. Das geht hier unten. Ein neues Blatt. Und jetzt werde ich nochmal eine neue Ansicht erzeugen. Und ich möchte dazu nochmal eine bestimmte Perspektive haben, sodass ich gut sehen kann, wo genau hier dieser Teil ist, der nachher durch die Explosionsansicht dargestellt wird. Und ja, so ungefähr. Wechseln wir da zurück in die Zeichnung. Ich wähle wieder die aktuelle Modellansicht im Blattmaßstab. Oh, jetzt ist hier der Blattmaßstab noch ein bisschen kleiner als auf dem anderen Blatt. Aber das können wir einmal ändern. Ich möchte hier jetzt, um wirklich die volle Größe des Blatts auszunutzen, mal einen Maßstab von 1 zu 1,3 wählen. So, dann passt das gerade noch hier drauf. Und ich hatte ja eben gesagt, dass wir hier die Explosionsansicht auch in der Ansicht ein- und ausschalten können. Und es geht hier oben über diese Schaltfläche. Und jetzt können wir hier das so einsehen, wie wir es eben in der Explosionsansicht gesehen haben. Und ich wähle auch noch die Schattierung mit dazu aus. Dann lässt sich noch besser unterscheiden. So, und jetzt haben wir jede Menge Teile zu beschriften.
So, mir ist noch eine Kleinigkeit gerade hier in der Ansicht aufgefallen. Ich würde nämlich gerne dieses Gaszugblättchen hier auch noch mit in der Explosionsansicht in die Mitte schieben. Dazu wechsle ich nochmal in die Baugruppe. Aktiviere die Explosionsansicht und bearbeite diese. Und ich werde hier noch eine neue Explosionsstufe hinzufügen, und zwar für dieses Plättchen, das hier in die Mitte geschoben wird. Und jetzt kann ich es hier gut beschriften. So, mit der Ansicht bin ich auch schon ganz zufrieden. Da haben wir eigentlich jetzt schon fast alle Bauteile beschriftet. Na, eigentlich haben wir alle Bauteile beschriftet. Was wir jetzt noch einmal machen können, ist in die technische Zeichnung auch eine Stückliste einzufügen. Das mache ich nochmal auf einer neuen Seite. Beziehungsweise ich mache erstmal eine neue Seite. Gehe jetzt nochmal zurück. Stücklisten in Zeichnungen brauchen nämlich eine Ansicht, in der man, auf die sich praktisch die Stückliste bezieht. Die Stückliste zeigt dann alles, was in der Ansicht zu sehen ist. Auch die verdeckten Sachen natürlich, aber wenn in der Ansicht halt Sachen unterdrückt wären, wären die dann nicht in der Stückliste zu finden. Also wir erzeugen hier eine Stückliste. Als Ansicht wähle ich jetzt diese Ansicht hier. Und wir nehmen hier die Standardvorlage. Und hier ist jetzt kein Platz, deswegen wechsle ich auf Blatt 3 und füge hier die Stückliste ein. So, und ich würde die gerne nach der Benennung sortieren. Dann mal Rechtsklick drauf und auf Sortieren. Sortieren nach Benennung. Okay. So. Damit wären wir mit der technischen Zeichnung für diese Baugruppe fertig. Wir haben alle Komponenten benannt, haben gezeigt, wie das Ganze zusammengebaut wird. Damit ist auch diese Zeichnung dann abgeschlossen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Das hier ist das letzte Video des CAD-Workshops. Tschüss, und falls ihr als nächstes jetzt die Zertifikatsprüfung ablegen möchtet, viel Erfolg!